Ich bin gerade dabei, die Plätzchen zu dekorieren für das Titelbild, auf das du gerade geklickt hast. Hallo, Nico hier. Ich freue mich, dich zu sehen. Ja, und bis ich hier mit Dekorieren fertig bin, da zeige ich dir, wie ich die Pater Pius Butterplätzchen gemacht habe. Legen wir los. Für den super buttrigen Teig brauchen wir 380 Gramm Weizenmehl Typ 405, 250 Gramm weiche Butter. Wie gesagt, das wird richtig buttrig. 125 Gramm Puderzucker, dadurch wird der Teig schön fein. 2 Eigelbe Größe M für Bindung und Farbe. Ein halbes Päckchen oder 8 Gramm Backpulver, damit sie schön locker werden. Eine Prise Salz, um den Geschmack noch zu verstärken. Und, das ist optional, schmeckt aber noch besser, 2 Teelöffel Vanillezucker. Und ich meine das echte Zeug, nicht das künstliche Vanillin. Wie man Vanillezucker einfach selber machen kann, zeige ich in dem Video, was hier gerade in der rechten oberen Ecke angezeigt wird. Alle Zutaten stehen auch noch einmal unterhalb vom Video in der Infobox. Dort befindet sich auch der Link zum geschriebenen Rezept auf meiner Homepage. Aus den Zutaten dann einen Kneteig herstellen und das geht ziemlich einfach und schnell mit der Hand. Durch den hohen Butteranteil und das Eigelb lässt sich der Teig richtig gut verkneten. Den Teig dann zu einer Kugel formen und für 60 Minuten in den Kühlschrank stellen. Den Backofen rechtzeitig auf 180 Grad Ober-Unterhitze vorheizen. Ich sage rechtzeitig, weil ich ja nicht genau weiß, wann du deine Plätzchen backen möchtest und wie lange dein Backofen benötigt, um aufzuheizen. Den Teig kann man nämlich auch im Voraus machen und bis zu 4 Tage im Kühlschrank aufbewahren. Gib ordentlich Mehl auf die Arbeitsfläche und den Teig. Durch die viele Butter klebt er ein wenig. Zumindest bei mir und Temperaturen über 30 Grad. Wenn es kühler ist, lässt sich der Teig aber super verarbeiten. Das habe ich am frühen Morgen ausprobiert, da waren es nur 22 Grad, es war aber noch zu dunkel, um Aufnahmen zu machen. Um den Teig gleichmäßig auszurollen, verwende ich Abstandhalter aus Silikon. Und zwar rolle ich den Teig einen halben Zentimeter dick aus. Ich würde nicht dünner gehen, weil die Plätzchen so beim Backen die optimale Konsistenz bekommen. Und ich kann dir sagen, die ist traumhaft. Außerdem, auch wenn es spießig ist, durch gleichmäßiges Ausrollen backen sie auch gleichmäßig. Ist der Teig beim Backen unterschiedlich dick, backt er natürlich auch ungleichmäßig. Einige Stellen sind dann schon gar, andere noch nicht. Du musst also noch länger backen. Dadurch werden die bereits gegarten Stellen zu dunkel und trocken oder verbrennen sogar. Es macht also richtig Sinn, beim Ausrollen spießig zu sein. Meine Ausstecher sind recht groß, daher ist es schwierig zu sagen, wie viele Plätzchen am Ende tatsächlich dabei herauskommen. Der Teig reicht in jedem Fall aus, um 2 bis 3 Bleche zu füllen. Das hängt halt auch wieder davon ab, wie groß deine Ausstecher sind und wie dünn oder dick du den Teig ausrollst. Nach dem Ausstechen den Teig von der Arbeitsfläche lösen, falls er festklebt. Das passiert ganz gerne, wenn er zu warm wird. Und die Plätzchen dann auf das Backblech legen. Sei so lieb und lass mir einen Daumen nach oben da. Das hilft mir nämlich unheimlich, weil das Video dann auch anderen Plätzchenbäckern bei YouTube angezeigt wird. Dankeschön! In meinem Backofen brauchen die Plätzchen exakt 8 Minuten. Das kann bei deinem Backofen anders sein, darum empfehle ich, das erste Blech genau zu beobachten. Wenn die Ränder der Plätzchen beginnen hellbraun zu werden, sind sie fertig und können aus dem Backofen genommen werden. Achte dabei auf die Zeit, damit du für die restlichen Bleche weißt, wie lange es dauert. Den Teig kann man nach dem Ausstechen natürlich wieder zusammenkneten und erneut ausrollen. Ich habe das bis zu 3 Mal machen können, danach wird der Teig zu trocken. Er sollte aber spätestens dann aufgebraucht sein. Die Plätzchen dann aus dem Backofen nehmen und mit dem Papier, behutsam bitte, vom Backblech ziehen und abkühlen lassen. Du kannst beim Verzieren der Plätzchen natürlich total fancy gehen, so wie ich das für das Titelbild gemacht habe, auf das du vorher geklickt hast. Das dauert aber ganz schön lange. Ich habe 2 Stunden für die paar Plätzchen gebraucht. Daher habe ich den Rest der Plätzchen wesentlich realistischer und ganz einfach nur mit Zuckerguss und bunten Streuseln verziert. Den Zuckerguss habe ich aus 100 Gramm Puderzucker und 4 Esslöffeln Zitronensaft angerührt. Den kann man dann ganz schnell mit einem Backpinsel auftragen und dann nach Belieben mit Streuseln verzieren. Den kann man natürlich auch noch mit Lebensmittelfarbe einfärben, wenn man das möchte. Ich bin mir aber sicher, dass sich alle, mit denen du die Plätzchen teilst, so oder so sehr darüber freuen. Ich freue mich übrigens auch sehr, wenn du dieses Video mit deinen Freunden teilst. Den Zuckerguss noch für 2 Stunden trocknen lassen und dann darf geschlemmt werden. Von mir aus aber auch gerne schon vorher.
So, der Nico, der hat jetzt gleich hier eine riesengroße Plätzchenparty. Und ich hoffe, du hast jetzt ganz große Lust bekommen, in die Küche zu gehen und deine eigenen Pater Pius Butterplätzchen selber zu backen. Die schmecken nämlich wirklich unfassbar lecker. Das gesagt. Also, der Nico ist weg. Dankeschön fürs Einschalten. Vielleicht sehen wir uns ja im nächsten Video wieder. In dem hier oder in dem hier zum Beispiel, in dem ich zeige, wie man auch Vanillezucker einfach selber machen kann. Und übrigens auch Vanillekipferl. Das gesagt. Also, der Nico ist weg. Der muss nämlich jetzt ganz dringend Sissi gucken. Mit seinen Plätzchen. Tschüss.